Hallo und herzlich willkommen zu Plausch in der Pause. Heute reden wir über das spannende Thema, wie man in der Arbeitspause am besten mit Kollegen über den Alltag spricht. Viel Spaß beim Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man einfach und klar über Arbeit sprechen kann. Arbeit ist ein großer Teil unseres Lebens und es ist wichtig, sich darüber gut auszudrücken. Ja, das stimmt. Viele Menschen finden es schwierig, über ihre Arbeit zu reden, besonders wenn sie in einer anderen Sprache sprechen müssen. Aber keine Sorge, wir haben einfache Tipps. Beginnen wir mit dem Wort Beruf. Ein Beruf ist das, was man macht, um Geld zu verdienen, zum Beispiel Lehrer, Arzt oder Verkäufer. Es ist wichtig, den Beruf klar zu benennen. Genau. Und dann gibt es das Wort Arbeitsplatz. Das ist der Ort, wo man arbeitet. Zum Beispiel ein Büro, eine Schule oder ein Krankenhaus. Man kann sagen, ich arbeite in einem Büro. Lass uns über die Arbeitszeit sprechen. Man kann sagen, ich arbeite von Montag bis Freitag oder ich arbeite 8 Stunden am Tag. So wissen die anderen, wann du arbeitest. Richtig. Wenn man über die Aufgaben bei der Arbeit spricht, kann man einfache Sätze benutzen. Zum Beispiel, ich beantworte E-Mails oder ich helfe Kunden. So beschreibst du, was du jeden Tag machst. Es ist auch hilfreich, über die Kollegen zu sprechen. Man kann sagen, ich arbeite mit netten Kollegen zusammen oder mein Chef ist sehr freundlich. So wissen die anderen, wie das Arbeitsumfeld ist. Ja, und wenn man einen neuen Job sucht, kann man sagen, ich suche eine neue Stelle oder ich möchte meinen Job wechseln. So drückst du aus, dass du offen für Veränderungen bist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zufriedenheit mit der Arbeit. Man kann sagen, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit oder ich möchte etwas anderes machen. So teilst du deine Gefühle über die Arbeit. Manchmal ist es auch wichtig, über Herausforderungen zu sprechen. Zum Beispiel, meine Arbeit ist manchmal stressig oder ich habe viel zu tun. So zeigst du, dass es nicht immer einfach ist. Wenn du über Erfolge sprechen möchtest, kannst du sagen, ich habe ein Projekt erfolgreich abgeschlossen oder ich habe eine Beförderung bekommen. So teilst du deine Erfolge mit anderen. Und zum Schluss, denke daran, dass es kein richtig oder falsch gibt, wenn man über seine Arbeit spricht. Es ist wichtig, ehrlich zu sein und klar auszudrücken, was man tut und fühlt. Genau. Mit diesen einfachen Sätzen kannst du über deine Arbeit sprechen und andere verstehen dich besser. Das macht Gespräche einfacher und angenehmer. Neben der Arbeit ist Smalltalk wichtig. In Pausen oder beim Kaffee hilft er, Beziehungen zu Kollegen aufzubauen. Lass uns darüber sprechen, wie man Smalltalk führen kann. Smalltalk ist oft kurz und einfach. Man beginnt mit einem Lächeln und einem Satz wie geht's dir heute? Das zeigt Interesse am anderen. Ja, Themen wie das Wetter sind perfekt für den Einstieg. Du kannst sagen,
heute ist es sonnig oder das ist unverfänglich und jeder kann mitreden. Ein weiteres Thema könnte das Wochenende sein. Zum Beispiel, hast du am Wochenende etwas Schönes gemacht? So erfährst du mehr über die Interessen des anderen. Genau. Und wenn du neu in einer Firma bist, frag nach Tipps. Kennst du ein gutes Restaurant in der Nähe? So zeigst du Offenheit und lernst die Umgebung kennen. Manchmal hilft es, über aktuelle Ereignisse zu sprechen. Zum Beispiel, hast du die Nachrichten heute Morgen gesehen? Das verbindet und ist oft ein neutrales Thema. Es ist wichtig, aufmerksam zuzuhören. Wenn jemand von seinem Hobby erzählt, kannst du nachfragen, wie lange machst du das schon? So vertiefst du das Gespräch. Bei Smalltalk sollte man vermeiden, über ernste oder heikle Themen zu sprechen. Politik oder Religion könnten zu Diskussionen führen, die nicht immer angenehm sind. Stattdessen kann man über Filme oder Bücher sprechen. Eine Frage wie „Hast du einen guten Film gesehen?“ öffnet die Tür zu einem lockeren Gespräch. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, ist ein Kompliment immer gut. Zum Beispiel, dein Hemd sieht toll aus. Das schafft eine positive Atmosphäre. Zum Abschluss des Gesprächs kannst du sagen, es war schön mit dir zu reden. Das zeigt Höflichkeit und lässt das Gespräch angenehm enden. Mit diesen Tipps wird Smalltalk einfacher. Er bringt Menschen näher und macht den Arbeitsalltag freundlicher. Gib ihm eine Chance. Welche Themen nutzt ihr gerne für Smalltalk in Pausen, um Gespräche mit Kollegen zu starten? Nachdem wir über Smalltalk gesprochen haben, fällt auf, dass oft Stress und Müdigkeit Themen sind, die im Arbeitsalltag vorkommen. Wie können wir darüber sprechen? Es ist wichtig, offen zu sein. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin heute wirklich müde. Das zeigt, dass du ehrlich bist und schafft Verständnis. Ja, man kann auch fragen, hast du gut geschlafen? Damit zeigst du Interesse und erkennst, dass der andere vielleicht auch müde ist. Stress ist ein weiteres häufiges Thema. Du könntest sagen, diese Woche ist ziemlich stressig, oder? Das schafft eine Verbindung, weil viele dasselbe fühlen. Wenn jemand von Stress erzählt, ist es gut, zuzuhören und Verständnis zu zeigen. Du könntest fragen, gibt es etwas, das ich tun kann, um zu helfen? Manchmal hilft es, Tipps auszutauschen. Du könntest vorschlagen, vielleicht hilft ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause, um den Kopf frei zu bekommen. Auch das Teilen von Entspannungstechniken kann nützlich sein. Zum Beispiel, ich mache abends Yoga, das hilft mir, den Stress abzubauen. Wenn du merkst, dass jemand oft müde oder gestresst ist, könnte es hilfreich sein zu fragen, hast du schon mal überlegt, mit jemandem darüber zu sprechen? Wichtig ist, sensibel zu sein. Nicht jeder möchte über Stress reden. Du könntest sagen, wenn du reden möchtest, bin ich für dich da. Auch kleine Gesten helfen, wie ein Kaffee oder ein freundliches Lächeln. Ein simpler Satz wie „Ich hoffe, dein Tag wird besser“ kann viel bewirken.
Man sollte vermeiden, die Probleme des anderen zu bewerten. Stattdessen kann man Verständnis zeigen und einfach zuhören. Gemeinsam über Stress und Müdigkeit zu sprechen, schafft eine unterstützende Atmosphäre. Es zeigt, dass wir alle mal solche Phasen haben und nicht allein sind. Welche Tipps oder Techniken nutzt ihr, um mit Stress und Müdigkeit im Alltag umzugehen? Nachdem wir über Stress gesprochen haben, ist es auch wichtig, über Freundlichkeit im Arbeitsalltag zu reden. Wie können wir im Büro freundlich bleiben, selbst wenn wir müde oder gestresst sind? Freundlichkeit beginnt oft mit kleinen Gesten. Ein einfaches Guten Morgen oder Wie geht es dir kann den Tag eines Kollegen positiv beeinflussen. Solche Kleinigkeiten zeigen, dass wir den anderen wahrnehmen. Ja, und ein freundliches Lächeln wirkt oft Wunder. Es kann die Stimmung im ganzen Büro verbessern. Manchmal merken wir gar nicht, wie viel ein Lächeln bewirken kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, geduldig zu sein. Selbst wenn wir es eilig haben, sollten wir versuchen, geduldig und respektvoll zu bleiben. So fühlen sich unsere Kollegen wertgeschätzt. Und wenn es mal hektisch wird, ist es hilfreich, ruhig zu bleiben. Ein tiefer Atemzug kann helfen, bevor man spricht. Das verhindert, dass man unfreundlich wirkt, auch wenn man es nicht so meint. Auch das aktive Zuhören ist Teil der Freundlichkeit. Wenn jemand mit uns spricht, sollten wir ihm unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Das zeigt Respekt und Interesse an unserem Gegenüber. Es ist auch wichtig, Dankbarkeit auszudrücken. Ein einfaches Danke kann viel bedeuten und zeigt, dass wir die Arbeit anderer schätzen. Das stärkt die Zusammenarbeit. Eine weitere Möglichkeit, freundlich zu bleiben, ist, hilfsbereit zu sein. Wenn ein Kollege Unterstützung braucht, können wir anbieten, zu helfen. Das fördert ein positives Arbeitsklima. Manchmal hilft es auch, Komplimente zu machen. Ehrliche, nette Worte über die Arbeit oder das Engagement eines Kollegen können motivieren und die Beziehung stärken. Auch in schwierigen Situationen sollten wir versuchen, freundlich zu bleiben. Wenn ein Problem auftritt, können wir es konstruktiv ansprechen, ohne den anderen zu verletzen. Wichtig ist, sich selbst nicht zu vergessen. Wir sollten auch freundlich zu uns selbst sein. Pausen und kleine Belohnungen helfen uns, in Balance zu bleiben und freundlich zu bleiben. Am Ende trägt Freundlichkeit zu einem angenehmen Arbeitsumfeld bei. Sie schafft Vertrauen und stärkt die Beziehungen zwischen Kollegen, was für alle von Vorteil ist. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Es war eine Freude, über Freundlichkeit im Arbeitsalltag zu sprechen. Bitte hinterlasst einen Kommentar mit euren Gedanken oder Lieblingswörtern aus dieser Folge. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch die Folge gefallen hat. So verpasst ihr keine zukünftigen Episoden. Vielen Dank für eure Unterstützung und bleibt freundlich. Der Stress
Manchmal fühlt sich die Arbeit wegen Stress sehr anstrengend an. Stress kann durch viele Aufgaben gleichzeitig entstehen. Die Müdigkeit. Nach einer langen Woche kann die Müdigkeit deutlich zunehmen. Die Müdigkeit beeinflusst oft die Konzentration bei der Arbeit. Das Verständnis. Verständnis zu zeigen bedeutet, anderen aufmerksam zuzuhören. Dieses Verständnis hilft, eine gute Beziehung aufzubauen. Die Entspannungstechniken. Entspannungstechniken helfen, Stress im Alltag abzubauen. Solche Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation wirken beruhigend. Die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit zu schenken ist im Gespräch sehr wichtig. Durch diese Aufmerksamkeit zeigt man Respekt und echtes Interesse.